Hallo, ich bin Mia. Ich bin selbst betroffen von ME/CFS nach Covid und werde in diesem Video vom Umgang mit dieser Erkrankung erzählen. Expertinnen der Charité Berlin und der TU München haben uns bei diesem Video unterstützt. Wir, das sind Long Covid Deutschland und die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS. Heute wollen wir der Frage nachgehen: Was ist Pacing? Pacing ist eine Methode des Energie- und Aktivitätsmanagements, die in den 1980er Jahren von ME/CFS-Forschenden und Kranken für ME/CFS entwickelt wurde. Das Ziel von Pacing ist es, das Überschreiten der individuellen Belastungsgrenze und eine Symptomverschlechterung zu verhindern. Pacing ist keine Therapie. Es dient lediglich dazu, die mit der Anstrengung und Überlastung verbundene Abwärtsspirale so gut wie möglich aufzuhalten. Das Pacing, also übersetzt so etwas wie sich selbst das richtige Tempo vorgeben, leitet sich aus der postexertionellen Malaise ab. Die postexertionelle Malaise, kurz PEM, habe ich bereits in einem anderen Video beschrieben. Sie bezeichnet die Verschlechterung der Symptomatik nach oft schon geringer körperlicher oder geistiger Anstrengung. Vereinfacht ausgedrückt verschlechtern sich der eigene Gesundheitszustand und die Symptome, wenn man die eigene individuelle Energiegrenze überschreitet. Dabei ist es egal, ob dies durch körperliche oder geistige Aktivität passiert. PEM wird von Betroffenen auch oft Crash genannt. Je nach Stärke der Erkrankung kann PEM durch geringe Anstrengungen wie Einkaufen, kurze Spaziergänge, ein Gespräch, Lesen, Duschen oder sogar nur aufrechtes Sitzen ausgelöst werden. So eine PEM kann Tage, Wochen oder Monate andauern. PEM kann sich auch als dauerhafte Verschlechterung zeigen. Daher geht es beim Pacing darum, die eigenen Energie- und Überlastungsgrenzen kennenzulernen und durch vorausschauendes Planen und Priorisieren von Aktivitäten bestmöglich einzuhalten. Schwererkrankte können PEM allerdings häufig trotz konsequentem Pacing nicht verhindern, da bei ihnen essentielle Tätigkeiten wie Essen, Waschen oder leichte Bewegungen schon einen Crash auslösen können. Aber auch moderat Erkrankte können einen Crash häufig nicht verhindern, weil sie zum Beispiel zum Arzt oder Behördentermine wahrnehmen müssen. Sind Erkrankte in einem Zustand dauerhafter Überlastung, weil sie PEM nicht als solche erkennen oder kein Pacing betreiben können, kann es sein, dass die individuellen Crashs nicht mehr wahrnehmbar sind. Dann werden sehr starke Symptome zum Dauerzustand. Daher bietet es sich zum Einstieg ins Pacing an, zuallererst für einen überschaubaren Zeitraum, zum Beispiel eine Woche, das Aktivitätsniveau um 50% zu reduzieren, um zu versuchen, PEM zu durchbrechen. Hier kann ein Aktivitätstagebuch helfen, in dem man alles aufschreibt, was man macht, inklusive Zeiten am Handy, vorm Fernseher oder laufendem Radio. Und dann macht man für den geplanten Zeitraum nur die Hälfte. In der restlichen Zeit macht man Pause. In einer Pause wird nichts gemacht, außer gelegen. Man kann autogenes Training, Meditation oder Atemtechniken zur Entspannung einsetzen. Aber kein Social Media, kein Radio oder Fernsehen. Wirklich nichts zu machen ist sehr hart. Gerade zu Beginn, wenn man gewöhnt ist, sonst viel zu tun. Viele nutzen in dieser Zeit Baustellen, Lärmschützer und Schlafmasken, um sich von Reizen abzuschirmen. Wenn sich die Symptome gebessert haben, kann man die Tätigkeiten ganz langsam wieder anpassen, um sich an die individuelle Überlastungsgrenze heranzutasten. Hilfreich kann es sein, auf individuelle Warnsymptome zu achten, die eine Überlastung ankündigen. Dies können zum Beispiel Halsschmerzen, verstärkter Brain Fog, Kopf- oder Muskelschmerzen sein. An dieser Stelle hilft vielleicht das Bild des Akkus aus dem PEM-Video, um Pacing noch etwas anschaulicher zu machen. Mit jeder Tätigkeit entlädt sich der Akku, ohne sich wieder aufzuladen.
wie es bei einem Gesunden der Fall wäre. Das heißt, es stehen nur eine begrenzte Zahl von Tätigkeiten innerhalb eines Tages zur Verfügung. Nehmen wir diesen Akku. Je nach Dauer und Intensität einer Tätigkeit kostet sie uns 1 oder mehr Striche. Muss ich zum Beispiel Essen planen und einkaufen gehen, kostet mich das vielleicht 3 Striche. Dann muss ich priorisieren, was ich mit der restlichen Energie noch machen muss und was ich gegebenenfalls delegieren kann. Habe ich jemanden, der mir das Kochen abnehmen kann, oder muss ich das selbst machen? Muss ich noch einen Anruf tätigen? Will ich noch etwas Kurzes lesen? Angenommen, mir kann keiner beim Kochen helfen, kostet mich eine schnelle Mahlzeit warm machen noch einen Strich. Essen kostet mich noch einen und ich merke schon die ersten Warnzeichen dafür, dass ich meine Überlastungsschwelle erreicht oder überschritten habe und mache den Rest des Tages Pause. Hilfreich kann es auch sein, Aktivitäten so abzuändern, dass sie nicht so belastend sind, zum Beispiel im Sitzen zu kochen oder im Liegen den Laptop zu bedienen. In der Realität ist Pacing wesentlich schwieriger, weil es nicht immer eindeutig ist, wie viel man machen kann oder Ereignisse dazwischenkommen, die einen zwingen, über die Grenzen zu gehen. Eine Hilfe können Aktivitätstracker wie zum Beispiel Fitnessuhren sein, um zumindest die körperliche Aktivität im Auge zu behalten. Pacing ist ein Konzept, das in der Theorie einfach, in der Praxis aber erst mit einiger Übung umzusetzen ist. Und wie wir alle wissen, Übung macht den Meister. Ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, es lohnt sich sehr, dran zu bleiben. Hilfreiche Links und weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Und nicht vergessen, teile das Video unbedingt mit deinen Freundinnen, Verwandten und Ärztinnen, denn auch im Jahr 3 nach Beginn der Pandemie ist noch kaum bekannt, wie wichtig Schonung bei ME/CFS ist, um eine Zustandsverschlechterung zu vermeiden. Die MacherInnen dieses Videos wünschen euch viel Erfolg beim Pacing und sagen Danke für eure Aufmerksamkeit.